Du siehst gut aus. Das wird dein Tag heute. Komm, steh auf. Dieser Moin ist ein guter Moin. Wenn du jetzt nie aufstehst, verpasst du nichts. Außer das Beste vielleicht. Du siehst gut aus. Das wird dein Tag heute. Komm, Das Fritz-Aufweck-Mantra. Eine Initiative gegen Schlaf. Von den Radiofritzen am Morgen. Und das hört man. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen. Wie war die Nacht? Das war ganz okay. Mir war nicht kalt. Wie sah es denn bei dir aus? Ja, mir war so ein bisschen kalt. Aber es ging eigentlich. So schlimm war es jetzt auch nicht. Es war ein bisschen laut in der Nacht und ein bisschen ungewohnt, dass man jetzt nicht im Bett schlafen konnte und alles dunkel machen konnte und zuziehen konnte. Aber vielleicht lag es auch an der ganzen Nervosität, an den Eindrücken gestern von Berlin. Aber es ist schön, wieder unterwegs zu sein. Und jetzt mit dem tollen Berlin-Kaffee oder den Kaffeebechern starten wir in den Tag. So, vom wunderschönen Campingplatz Jägerbude in Burich geht's jetzt weiter. Heute über Fürstenwalde und dann nach Glowe. Beziehungsweise es ist nicht direkt Glowe, es liegt am Glover See. Direkt gegenüber von Glowe. So müsste man es sagen. Am Schwielochsee. Am Schwielochsee, sagt der Jörn gerade, den wir gestern hier getroffen haben. Wir fahren jetzt über die Autobahn, die uns gestern so ein bisschen am Schlafen gehindert hat. Also, man hat es jetzt nicht doll gehört, aber boah, war zu hören. So, unser nächstes Örtchen, wo es ein bisschen was zu erzählen gibt, ist Hartmannsdorf. Und bis dahin genießen wir die schöne Landschaft. Süß, oder? In Steinfurt steht dieses schöne Rastplatzensemble. Normalerweise wäre das für uns ideal gewesen, wo Bank der Pause zu rufen. Aber wir sind ja erst 2 Kilometer gefahren. Da lohnt sich das noch nicht wirklich. Ich finde es immer noch unglaublich, dass wir jetzt auf so einer langen Tour unterwegs sind. Heute sind es übrigens knappe 80 Kilometer. Und es scheint sehr, sehr warm zu werden. Was ja toll ist, weil wir am Anfang gedacht haben, wir haben nur Regen. Das erwartet uns dann wahrscheinlich übermorgen erst. Aber vielleicht verzieht es sich ja auch. Hoffentlich. Oh, das ist schon wieder toll hier. Schön asphaltiert. Leider gibt es keinen Radweg, aber die Autos fahren hier vernünftig. Wir sind in Hartmannsdorf. Und jetzt kommen wir gleich zu einem Gedenkstein, wo ich doch mal eine kleine Geschichte zu erzählen muss. Moin. Moin. Ich darf nicht mehr Moin sagen. Hier sagt man nicht Moin. Oh, wo ist denn der Gedenkstein? Okay, wenn wir den gleich nicht finden, dann erzähle ich das, wenn wir in Hollys
Café Hollys Kuchenparadies oder wie auch immer das heißt, ankommen. Weil da müssten wir jetzt heute eigentlich unseren Frühstückskaffee bekommen. Mal gucken. Wow. Willst du noch einen zweiten Kuchen, Schatz, oder teilen wir uns noch einen? Das reicht jetzt erstmal. Wir können schon ein paar Sorten essen. Das ist die Kultbäckerin. Ja, Hallo, genau. guten Morgen. Hallöchen, Es ja. riecht fantastisch Ja, hier. ja. Wahnsinn. Ja, danke. Wenn ihr wie wir den Spreeradweg entlang radelt, dann unbedingt in Spreenhagen Pause machen bei Hollys Kuchenparadies. Wir waren uns gerade einig, wir haben beide noch nie einen besseren Kuchen gegessen, außer vielleicht zu Muttis Zeiten. Richtig toll hier. Ein Tipp, keine Werbung, nur ein Tipp. Hollys Kuchenparadies in Spreenhagen. Ich habe eben gesagt Spreenhagen, ne? Es war Hartmannsdorf, wo Hollys Kuchenparadies ist. Jetzt geht's weiter zur Hoffnungskirche, die auch den Beinamen Honigkirche hat. Und warum das so ist, hallo, das erzähle ich später. Und was ich ja auch noch erzählen wollte, warum der Gedenkstein in Hartmannsdorf steht. Das war nämlich Ende April 1945. Da kam die Rote Armee und sagte den Bewohnern, die Stadt wird bald eingenommen oder das Dorf wird bald eingenommen, hängt mal lieber weiße Tücher raus. Das haben die dann auch so gemacht. Leider Gottes kam dann aber nicht die Rote Armee ins Dorf, sondern die SS kam zurück. Und die hatten damals den Befehl, alle Männer zu ermorden aus den Häusern, wo weiße Fahnen raushängen. Und die haben leider Gottes nicht nur die Männer ermordet, sondern Frauen und Kinder, alles. Und so sind hier in Hartmannsdorf insgesamt 16 Menschen gestorben, umgebracht worden. Hoffentlich kommen solche Zeiten nie wieder. Und apropos Hoffnung, da vorne ist die Hoffnungskirche. Das ist ein schöner. Das ist jetzt also die Hoffnungskirche oder auch Honigkirche. Und warum heißt die so? Weil die Altarwand aus Blütenpollen und Bienenhonig besteht. Und der Altar, das finde ich auch süß, ist in Form einer Bienenwabe. Leider können wir uns das Ganze nicht angucken, weil es ist Corona, es gelten andere Regeln, da haben auch die Kirchen zu. Schade, es geht weiter. Es scheint hier eine beliebte Rennradstrecke zu sein. Hallo. Und ich dachte immer, da setzt man sich drauf. Tja, kannst mal sehen. Ich wollte gerade sagen, wer sein Pferd liebt, der schiebt, aber geschoben haben sie ja nicht.
It's not to say I don't feel bad. The worst day that I ever had. Thought that I'd be strong. Spreetal. In confidence I say there ain't no other way. I know I'll always pray you will be coming home. Everything is hazy when I'm all alone. Insufficient time and spaces. Although I've heard it before, I turn around and sing. It's a feeling of shame I never thought it'd bring. When will it be over and done with? Zwischen Hangelsberg und Fürstenwalde geht es jetzt endlich von der vielbefahrenen Straße weg auf einen auf einen schönen kleinen Waldweg. Toll asphaltiert, gut zu fahren und einfach nur wunderschön, wie alles heute. Eins, zwei, drei, wo Bank? Na, Pause. So sieht's aus. Hallo. Hallo? Hallo. Wolltest du rasten? Wo Bank? Nö, ne? Dann? Keine Pause. Dann weiter. So. Wo keine Pause, da weiter. Kunst im Wald. Das war der Pintschhafen. Jetzt geht's aber wirklich nach Fürstenwalde. Das ist der Martini-Garten in Fürstenwalde. Wir sind angekommen. Jetzt geht's in die Altstadt und da gibt es wieder einen Aperol. Das hinter mir ist der Dom von Fürstenwalde. Er wurde im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört, 1995 wieder aufgebaut und er ist neben dem Havelberger Dom und dem Dom der Stadt Brandenburg einer der 3 märkischen Döme. Das hier ist der Taubenturm. Er wurde aus Fürstenwalder Ofenkacheln errichtet.
Schön. Und jetzt geht's weiter. Gleich kommen wir an eine ganz tolle Stelle, wo die Spree auf den Oder-Spree-Kanal trifft, beziehungsweise wo ein kurzes Stück beide sehr dicht parallel verlaufen. Und da können wir dann durchfahren. Markus hat ganz dreckige Hände, weil ihm eben die Kette abgegangen ist. Ja, Magic. richtig. Und zeig nochmal die Hand. Das ist eine Kettenreaktion. Guck mal, wir sind in Berkenbrück. Hier in Berkenbrück steht das Hans-Fallada-Haus. Und warum heißt es so? Na, für eine gewisse Zeit war er mal hier, bis die Nazis ihn einkassiert haben. Keine schöne Geschichte. Vielleicht finden wir eine schönere auf dem Weg nach Beeskow. Erinnert euch das an irgendwas? Hoffentlich gibt es da keine Zecken. Das ist auch der offizielle Weg, ja? Ja, ganz offiziell. Der Zeckenweg eben war übrigens nicht der offizielle Weg, sondern es war ein von mir eingeplanter Weg, um euch die schöne Badestelle zu zeigen, die man mit Sicherheit auch gut nutzen kann, wenn man denn nicht so spät dran ist wie wir. Wir sind heute Morgen wieder erst um 10 losgekommen, obwohl wir schon um 5, halb 6 sind wir aufgestanden. Ja. Aber das Zelt war noch nass und das mussten wir erst trocknen. Ja. Haben wir uns so verquatscht. Verquatscht haben wir uns auch noch, genau. Lieben Gruß an Jörn. Das Übliche halt, ne? Ach, guck mal, ist das nicht toll. Hammer. Guck dir mal den Wald an. Und die Straße hier ist auch total super. Also bis jetzt sind wir noch keinem Auto begegnet auf dieser Straße. So kann es bleiben. Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Ist das Kopfsteinpflaster? Alter! Ja. Rechts von uns befindet sich jetzt der Demsee. Man sieht ihn nur leider nicht. Und das liegt diesmal nicht an der Kamera, sondern hier dran. Na, siehst du was? Ne. Die Leute hier grüßen nicht. Das ist schon seit ein paar Kilometern aufgefallen. Warte, mal gucken, ob es jetzt klappt. Kleinen Moment. Hallo. Hallo. Vorführeffekt. Ich weiß, wir hatten so eine ähnliche Aufnahme vorhin schon mal, aber guck dir noch mal dieses Lichtspiel da hinten zwischen den Baumstämmen an. Das ist traumhaft. Wahnsinn. So, wir haben 2:58 Uhr und wir haben 44 Kilometer.
Wir müssen noch 33,3. So. 3 Stunden. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich glaube nicht, dass wir um 18 Uhr am Campingplatz sein werden. Hey, Prognose des Tages. Wir sind um 19 Uhr auf dem Campingplatz. Mal sehen, ob diese Prognose stimmt. Kennt ihr das noch? Damals mit Harald Schmidt und Herbert Feuerstein? Mal schauen, ob dieses Sprichwort stimmt. Das war immer lustig. Das hier ist übrigens ein schöner Waldabschnitt zwischen dem See und dem Kersdorfer See. Und gleich sehen wir uns wieder zu einem netten Wortspiel. Na, das ist ja wieder mein Humor. Herrlich. Kastanie, verstehst du? Oh, herrlich. Ich muss schon wieder anhalten. Also, wer sich das ausgedacht hat, Respekt, wirklich. Also man wird gezwungen, ein bisschen langsamer durch den Wald zu fahren und wirklich mal nach links und rechts zu gucken, damit man nichts verpasst. Wie zum Beispiel... Oh, ich habe was vorm Auge. Ein Viech. Guck! Ein Birkenstock. Kersdorfer Schleuse. Was für eine schöne Abkühlung auf dem Radweg im Wald zwischen Oder-Spree-Kanal auf der linken Seite und Spree auf der rechten. Ist das nicht toll? Wir müssen jetzt nicht auf der Kopfsteinpflasterstraße fahren, sondern direkt daneben ist ein schöner Radweg gebaut. Und der fährt sich wunderbar. Hammer. Ja, schönes Beispiel für andere Gemeinden, wo man als Radfahrer über Kopfsteinpflaster geleitet wird. So kann man es auch machen. So, und wir fahren jetzt nach Neubrück an der Spree. Guck mal, was da ist. Stimmt, habt ihr recht. Was? Wie so anstrengend. Ja, siehst du? Gut, dass ich es mit drauf habe. So, diese beiden begleiten uns schon heute zum 3. Mal auf diesem Radweg mit ihrem schönen Tandem. Und die beiden sind schon eine Woche jetzt unterwegs. Ja. Und wo geht's noch hin für euch? Zur Quelle der Spree und dann nach Dresden. Das ist ja unglaublich. Dann grüßt uns die Quelle. Wir kommen ungefähr 3 Tage später. Glaube ich nicht, Wir werden sehen. So, mal gucken. Okay, wir sehen uns bestimmt noch öfter auf der Genau, Tour. alles klar. sein, ja, Tschüss. ja. Viel Spaß noch. Tschüss. Oh oh.
Geil. Räder stehen noch, hat noch keiner geklaut. Dann geht's jetzt weiter Richtung Beeskow. Wir fahren mit guter Laune dank Herrenwitzen und hauptstädtischer Gerstensaft-Kaltschale durch den Wald. Gott, ich kann nicht mehr reden. Nee, war lustig gerade. Also, ich schreibe das mal unten hin, wie der Gasthof hieß, beziehungsweise das Café. Ich glaube, da war sogar auch ein Biwakplatz angeschlossen. Und ich sehe gerade, die Linse ist total verdreckt. Und die mache ich auch gleich mal sauber. In ungefähr 10 Kilometern müssten wir in Beeskow sein. Da gibt es die nächste kleine Pause, weil Beeskow eine schöne Altstadt haben soll, auf die ich schon sehr gespannt bin. Und dann geht es aber wirklich schnurstracks zum Campingplatz. Und ich glaube, ich werde mit meiner Prognose recht behalten. Ups, Bäuerchen. Ich glaube, das ist das Mahnmal für die gefallenen Windräder im großen vaterländischen Sturm. Markus hatte auch diese ominöse Hopfenkaltschale. Ach, ich habe die Kamera immer noch nicht sauber gemacht. Nichts. Das müssen wir jetzt gleich mal nachholen. Jetzt siehst du wieder was. Guck. So sieht Markus aus, wenn er nicht verschmiert ist. Ja. Ein wunderschöner Kerl. Oh. Da geht's ein wenig hoch. Eieiei. Eieiei. Da geht's ordentlich hoch. Jetzt geht's runter. Oh. Mein Gott. Hier wird man ja nett empfangen. Nee, ich glaube, Alkohol hat man für heute genug. Erstmal, ne? Hast du gerade gesagt, erstmal? Ja, erstmal, oder? War doch gar nicht so viel. Ich habe zum Mittag ein Bier und jetzt einen Dings da. Hier, Berliner Weiße. Genau. Hallo. Alles gut. Schon wieder abtrainiert. Achso. Ausgeschwitzt. Willkommen in Beeskow. Geradeaus sieht man jetzt den Luckauer Turm oder auch den Dicken Turm. Das ist einer von 6 verbliebenen Stadttürmen der ehemaligen Stadtbegrenzung. Früher waren es mal 9.
was passiert. Oh, Markus ist sauer. Wir müssen wieder zurückfahren. Ein kleines Stück. Ich hatte eben Probleme mit dem Auge. Und da haben wir angehalten und ich habe meine Handschuhe ausgezogen. Hallo? Ja. Hallo. Ja, und dann sind wir wieder weitergefahren. Und ich habe vergessen, dass meine Handschuhe noch hinten auf der Gepäcktasche lagen. Und Markus fragt jetzt gerade, na, hast du deine Handschuhe verloren? Ja, klar habe ich die Handschuhe verloren. Scheiße, jetzt dürfen wir nochmal zurückfahren und wir können, glaube ich, beide nicht mehr. Und deshalb ist das nicht ganz so toll. Und ich höre jetzt auf, hier noch länger zu quatschen, denn erstens kommen jetzt die ganzen Bremsen an und zweitens hat Markus sonst die ganze Strecke allein wieder zurückgelegt. Oh Mann. Ja, es ist 6:09 Uhr. Oh, danke schön. Mein Held. Held ist platt. Ja, das glaube ich dir. Zur Strafe campen wir jetzt hier im Wald. Bei all den Tieren. Nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich gehe zu Fuß weiter. Kein Bock mehr. Lass mich doch alle in Ruhe. Zu Fuß ist auch schön. Setz dich auf die Straße und heul. Vielleicht kommt hier einer und nimmt mich mit. So, überfahr mich doch. Komm schon. Da hast du jetzt Schiss gekriegt, ne? Brauchst du aber gar nicht haben. Und ach so, liebe Kinder, nicht nachmachen. Außer die Straße sieht so aus. Komisch. Irgendwie kommt mir das Stück hier bekannt vor. Findest du nicht auch? Haha. Wir nennen sie einfach Allee des verlorenen Handschuhs. Oh, ich glaube, das ist ranzig. Kleiner Kerl. Ja. Ach, guck. Was gibt's hier? Eine Pension. Falls das mit dem Campingplatz nichts gibt, dann fahren wir dahin. Dann gibt es eine Pension mit schönem Frühstück morgen. Möglichkeit geradeaus. Ja, bei nächster Möglichkeit geradeaus. Das ist ja toll. Und wie kommen wir jetzt zum Campingplatz? Jetzt geradeaus auf Weg. Ja, jetzt geradeaus auf Weg. Das ist toll. Da ist unser Campingplatz, aber da kommen wir nicht hin. Das wird ja nicht der Haupteingang sein, oder? So hat mich Google geleitet. Sonst ja, fahren wir wieder ein Stück zurück und dann da rein. Anders sehe ich keine Möglichkeit. Gibt's da kein... Sagen wir das auf Google, Schatz. Ja. Tja. Ob das wirklich ein Campingplatz ist? Kann ich mir nicht vorstellen, ständig im Wohnwagen. Da stand offiziell Campingplatz. Wo stand das? Ja, das stand sowohl bei Komoot als auch bei Google. Wir haben ja eben den Campingplatz hier oben gesehen, ne? Da Märkisches Seecamp am Ranziger See. Da, wo wir eben dran vorbeigefahren sind. Sollen wir das dann nehmen? Natürlich. Das sieht nicht wie ein Campingplatz aus. Nee. Was immer das auch ist. Ja. Ja, Deswegen komm hat dann. es die afrikanische Schweinepest. Richtig. Nee, dann fahren wir jetzt wieder zurück und versuchen beim Märkischen Seecamp unser Glück. Ja? Und sonst war da noch eine Pension. Ja, das war aber noch weiter zurück. Da habe ich jetzt keinen Bock zu. Ich will endlich auf den Campingplatz.
Jetzt müssen wir gucken, Markus, das war ja irgendwo ausgeschildert. Ja, müssen wir gleich gucken. Hoffentlich hat er noch auf und hoffentlich nehmen die uns noch auf. Und hoffentlich kriegen wir überhaupt noch einen schönen Platz. Was ein Tag heute, wa? Ja, nehmen wir doch den hier. Hast die Tour verlassen. Wirf einen Blick auf die Karte. Die Tour liegt hinter dir in 100 Metern. Oh, da ist die Rezeption. Ach, guck mal, wie schön da am See. Toll. Das war ein Tag heute, ne? Alter Schwede, nachdem wir uns jetzt so oft verfahren haben. Ja, habt ihr eben gesehen mit dem einen Campingplatz, das war ja nichts. Jetzt hier bei diesem Campingplatz, der hat eigentlich um 18 Uhr schon Rezeptionsschluss. Wir sind wann sind wir hier angekommen? 6:45 oder so. Und wir haben aber sehr, sehr nette Zeltnachbarn, die uns gleich gesagt haben, stellt doch einfach das Zelt hier auf und wenn ihr zu den Waschräumen müsst, wir haben hier einen Schlüssel, dann leitet euch den bei uns aus. Das war sehr nett. Ja, wir sind hier am Ranziger See. Eben noch Scherze drüber gemacht, von wegen ranzig und jetzt sind wir selber Jetzt sind wir da. Keine Ahnung, was mit dem anderen Campingplatz los war. Naja, aber davon lassen wir uns die Laune jetzt nicht verderben. Wir hatten einen wundervollen Tag mit Sonne. Das war ganz fantastisch. Sonne satt, genau. Ja, nette Leute kennengelernt. Spaß gehabt. Ja, sehr viel Spaß gehabt. Extrem leckeren Kuchen. Ja, oh ja, damit ging es ja schon morgens gut los. Stimmt. Also insofern das war schon schön. Toller Tag. Kann so bleiben, ne? Das kann so bleiben. So kann es bleiben. So, ihr merkt es, wir sind heute komplett wir reden nur noch Bullshit, sind komplett platt. Und wünschen euch einen schönen Abend. Schaltet wieder ein. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Ach du Scheiße, hörst du das? Es regnet. Oh nein. Es ist 11:30 und es regnet. Hoffentlich ist das bis morgen vorbei.